Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Königsklasse. Ich bin Caro und ich habe heute die liebe Olga zu Besuch. Die Olga ist Künstlerin. Ist voll schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke dir. Magst du vielleicht 2, 3 Worte zu dir sagen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Gerne. Ich komme aus der Ukraine. Ich wohne schon seit 5 Jahren in München. Ich bin ursprünglich Künstlerin und Modedesignerin. Aber im Laufe meines Lebens, ich hatte schon unterschiedliche Phasen. Also ich hatte in der Ukraine Immobilienfirma. Also ich war als Business Lady auch tätig. Und hier in München, ich mache beides, Kunst und Business, auch in der Immobilienbranche. Wow, das ist eine sehr interessante Kombination, muss ich sagen. Ja, aber stimmt. super. Übrigens, du passt hier perfekt in diese wunderschöne Location hier rein. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, mit rosa und so. Freut mich, ich habe mich schon vorbereitet. Ja. Du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht, sehe ich. Magst du uns die schönen Bilder einmal zeigen? Natürlich gerne. Ich wollte gerne zeigen, das ist ein Bild von meiner letzten Serie. Okay. Diese Serie habe ich dem Thema Krieg in der Ukraine gewidmet. Aber für mich persönlich, es geht nicht um Gewalt, es geht nicht um Unterstützung von Kampf, sondern um zu zeigen, dass in Kriegszeiten man auch die schönen Sachen herumfinden kann. Zum Beispiel hier, wir sehen einen Mann Mitte der Ruinen, aber er spielt. Ja, er spielt und er ist vertieft in kreatives Prozess, er ist glücklich, vielleicht er ist traurig, aber dabei in Traurigkeit, man kann auch Glück finden. Und das ist für mich das Wichtigste, zu zeigen, dass woher Leute jetzt in solche schwierigen Zeiten Inspiration nehmen können und wie sie weiterleben damit können, weil sie haben schon viele schreckliche Ereignisse, aber trotzdem, sie sollen mit der Hoffnung in die Zukunft schauen. Und das war mein Ziel, andere Menschen zum Nachdenken zu bringen und anzuregen, irgendwelche Änderungen in ihrem Leben jetzt zu machen. Total schön. Bist du Optimistin? Das klingt so irgendwie, als würdest du immer das Gute sehen. Ja. Trifft das auf dich zu? Ja, stimmt. Ja. Weil eine Galerie in München, sie haben meine Bilder präsentiert, Krillala-Kunst. Und wenn wir das Thema besprochen haben, wie ich der Krieg sehe, sie meinte, aber es kann nicht sein, Krieg ist schrecklich. Und ich meine, ja, aber man kann auch schöne Sachen finden, wie Leute sich benehmen, wie sie anderen helfen, wie sie sich opfern. Das ist doch schön, das sind die Eigenschaften der Menschen, die sie in schwierigen Zeiten noch mehr entfalten können, noch mehr anderen zeigen können und dabei inspirieren. Malst du oft, also beziehst du deine persönlichen Erlebnisse oft in deine Kunst mit ein? Sehr oft, eigentlich fast immer. Nur? Okay. Fast immer. Entweder ich mache selber die Bilder, ich fotografiere gern und dann von meinen Bildern, ich kann anderes gestalten und mein Design reinbringen. Genau. Oder ich male gern in der Natur, in freien Natur. Da hast du auch da was kann ich noch was anderes zeigen. Ja. Genau, natürlich. Ja. Also das habe ich schon hier. Ich male oft einfach in den Alpen. Ja, hier wir haben so viele Orte für Inspiration. Also das ist Walchensee, Bayerische Karibik. Wahnsinn, wer da jemals war, kennt es sofort wieder. Also wirklich traumhaft schön, dieses türkise Wasser, ich sehe es direkt vor mir. Stimmt, also man lässt sich einfach von der Umgebung inspirieren, weil mein Motto ist, die Schönheit ist überall, man soll nur sie merken können, ja, nur mit offenem Herz schauen, offenen Augen. Und ich führe da auch Workshops, ich unterrichte. Und wir waren damals mit einer Gruppe am Walchensee und alle haben gemalt. Dabei waren Polizeien und sie haben uns geholfen, die Sachen dann zum Auto zu bringen, weil es war schon viel. Und die Polizei hat euch geholfen? Ja, sie haben Workshop mit Polizeieskorte quasi. Wir hatten so Bilder noch davon. Ja. Geil. Ja, das war richtig, richtig lustig und cool. Wow. Also und dann kommt sowas in der Art raus oder ist das nur
macht es nur der Profi so gut? Also wenn ich jetzt einen Workshop bei dir buche. Also ich behaupte, jeder, der zu mir kommt, egal ob er malen kann, ob er nicht malen kann, wird ein tolles Ergebnis bekommen und wird das sicher auf die Wand stellen und hängen. Ja. Du hast noch eins dabei, möchtest du das noch zeigen? Oder? Ja, ich wollte noch zeigen, weil ich male in unterschiedlichen Techniken. Oh. Das ist eher so halb abstrakt mit goldenen Blättern. Das ist Öl, das ist auch Papier von dem Buch, ja, Buchblätter aufgeklebt, also ein bisschen so die Picasso-Richtung und Impressionisten. Und hier, wenn man so aufmerksam schaut, man sieht dann eine Frau, nicht gleich. Und das ist der Punkt, dass man soll was Eigenes auch in dem Bild finden. Weil wenn ich am Anfang einen Bekannten gefragt habe, er hat irgendwelche Berge gesehen, jemand sieht Wald, aber ursprünglich, ich habe Frau hier dargestellt. Und genau deswegen, die Kunst, das ist solche Materie, der Zuschauer kann auch wie Künstler sich fühlen, weil er sieht was Eigenes in dem Bild, nicht nur was Künstler da vorgedacht hat oder dargestellt hat, sondern Zuschauer kann auch sich als Künstler fühlen. Also persönliche Note für jeden selbst. Ne? Ja, so. Genau. Jetzt ist ja, Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und somit ja irgendwie auch die Kunst. Wie ist das, also wenn dir jetzt hat dir jemals jemand gesagt, mir gefällt deine Kunst nicht? Kam das vor? Eigentlich nein. So was habe ich noch nie erlebt. Für Künstler, ich denke, es ist schwieriger, wenn zum Beispiel einige Bilder werden nicht so sofort oder schnell verkauft. Einige Bilder können zum Beispiel 10 Jahre bei mir bleiben. Und für Künstler ist es immer schwierig, wenn die Kunst nicht verkauft wird. Ja? Das heißt, vielleicht Leute mögen das nicht, aber sagen das nicht offen, weil offen natürlich niemand hat mir das gesagt. Aber diese Quelle, ob ich richtig gute Künstlerin bin, ob ich erfolgreich richtig bin, das hat immer in irgendwelchen Phasen, ich denke, jeder Künstler hat diesen Gedanken, weil zum Beispiel ich lese gern Autobiografie von berühmten Künstlern und auch Monet, als er Augenkrankheit hatte. Er hat eine ganze Serie von seinen Bildern, eine neue Serie gemalt und dann alle hat gebrannt und zerstört, obwohl er war schon so richtig ein nicht Profi, sondern Genie und trotzdem er war nicht zufrieden. Er hatte Angst, dass Leute das nicht mögen werden und natürlich ich habe solche Sorgen auch ab und zu. Ja. Hast du Angst, dass diese kreative Schöpfungskraft irgendwann ausbleibt? Also ist das so ein Ding, was irgendwie in dir rumort, oder? Eigentlich Angst habe ich nicht, aber was ich sagen will, natürlich die Sorgen des Lebens beeinflussen, ob du richtig inspiriert bist, ob nicht, weil man braucht freien Raum, um kreativ zu sein. Und für mich zum Beispiel in Deutschland ist es viel, viel schwieriger als in der Ukraine, diesen freien Raum zu finden für Kreativität. So eingeschränkt sind? Ja, oder? zu viele Papiere, Bürokratie, diese Sachen, die ich gar nicht in der Ukraine machen müsste. Da ging alles einfacher für mich, natürlich, weil es war meine Heimat. Zum Beispiel, was war ganz einfach, so richtig große, riesige Projekte, Artprojekte zu organisieren. Ich habe Wohltätigkeit und soziale Projekte organisiert für Jugendliche. Zum Beispiel ein Projekt war mit berühmten Fußballspielern. Okay. Ich habe Fußballspieler gemalt aus Dynamo Kiew-Mannschaft. Ich habe ihre Trainings besucht, ich habe persönlich mit ihnen geredet und dann ich habe gedacht, ich soll das irgendwie cool präsentieren. Dann bin ich zum Olympic Stadium gegangen und einfach da war ein Event und ich habe Direktor von diesem Stadion kennengelernt. Einfach so zu ihm gegangen. Ich heiße Ola, hi, ich will hier ein super Wohltätigkeit-Art-Projekt organisieren. Er meinte, okay, cool, er hat mir seine Nummer gegeben und dann, es war eine ganze Reihe von vielen Projekten auf Olympic Stadium. Wow. Also hier zum Beispiel ist es für mich schwierig vorzustellen, dass ich einfach so zum Stadion komme und Direktor, die wichtigste Person,
so einfach kennenlernen würde und dann Projekt ohne viele Papiere zum Beispiel organisieren könnte. Du bist so eine richtige Macherin, wie es scheint. Wenn du dich so zurückerinnerst, irgendwie, als du klein warst, ich habe mal gelesen, du hast schon ganz früh angefangen zu malen, aber was sagen denn deine Eltern zu deinem Lebensweg oder was haben die damals gesagt, als du die Entscheidung getroffen hast, Mama, Papa, ich will mit Kunst Geld verdienen? Also ich weiß ja nicht, wie es in der Ukraine ist, aber bei uns, zumindest ist das bei mir der Fall, ich bin auch Schauspielerin. Schön. Es ist halt schwierig, ne? Es ist schwierig, es ist auf jeden Fall schwierig. Wie geht's dir damit oder wie war das damals für dich mit deinen Eltern? Also in meiner Familie eigentlich niemand hat so professionell gemalt. Ich war die Erste und seitdem ich 5 Jahre alt war, ich malte einfach den ganzen Tag. Die Wände, alle Papiere, alles, was ich finden könnte. Ja. Und dann meine Mutter hat sich entschlossen, mich in Kunstschule abzugeben, damit ich meine Talente irgendwie nützlich machen könnte. Also die richtig gefördert dann in der Hinsicht? Ja, sie hat mich unterstützt. Und dann zum Beispiel meine erste Kunsterfahrung war, ich habe die Blumen gemalt. Und ich habe gedacht, etwas fehlt in dem Bild, es ist nicht vollkommen. Und dann, ich habe es kapiert, der Geruch hat gefehlt. Okay. Dann habe ich gedacht, okay, was kann ich machen? Ich war allein zu Hause. Ich habe einfach Flakon von französischem Parfum von meiner Mutter gefunden und das ganze Flakon auf das Bild übergeschüttelt. Das teuerste Parfum wahrscheinlich. Das teuerste. Es war richtig wie Monatsgehalt. So hat es gekostet, wie heute Tom Ford vielleicht. Und dann, ich habe gedacht, jetzt es hat funktioniert. Jetzt das Bild ist einfach perfekt, vollkommen. Und was lustig ist, meine Mutter hat mir keine Strafe gegeben. Also sie hat das verstanden, dass es war einfach Ausdruck von meiner Kreativität. Und ja, auf meinem Weg, sie hat mich immer unterstützt. Wow, das ist total schön. Das ist sehr wichtig, weil natürlich man vielleicht zweifelt an sich selber, ob das funktionieren wird, ob nicht. Und meine Familie hat mich und meine Freunde, sie haben mich immer unterstützt. Oh, das ist voll gut, weil du das gerade angesprochen hast. Im künstlerischen Dasein, ich meine, jeder zweifelt, aber ich glaube, so in der kreativen Branche ist das vielleicht noch mal mehr der Fall. Gab es bei dir jemals einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so, ciao, ich pack's jetzt, ich höre auf, ich will nicht mehr? Ja, und wie bist du damit umgegangen? Also was war da genau der Fall? Was war davor? Oder wie bist du damit umgegangen? Also es war zweimal in meinem Leben. Ich habe ganz aufgehört zu malen. Komplett? Es war komplett. Wie lange? Ein Jahr. Ein Jahr habe ich ausgehalten. Es war in der Ukraine und es war die Phase, als ich mich von meinem Mann, also ich war alleinstehende Mutter mit dem Kind. Ich habe einen Sohn. Mhm. Und da ich habe gedacht, okay, mit der Kunst, ich kann gut verdienen, aber es ist immer so wackelig, mal mehr, mal weniger, mal gar nichts. Und ich habe gedacht, okay, wie kann ich schnell Geld verdienen und mich auf die Beine stellen? Ja. Ich habe gedacht, okay, in Immobilien ist es viel Geld. Ich werde Immobilienmaklerin. Einfach so, von einem Tag zum anderen, ich habe mich so entschieden. Und auch die Geschichte, wie in der Ukraine das passiert. In einem Monat, ich habe schon meine erste Wohnung verkauft. Also ich habe alles in einem Monat gelernt. Vielleicht nicht alles, aber ich war schon im Prozess. Und dann, ich hatte das Gefühl, wow, es ist so cool, so viel und einfach Geld zu verdienen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, für die Kunst bleibt jetzt keine Zeit. Aber nach einem Jahr, als ich schon viel und gut verdient habe, ich habe gedacht, nein, etwas fehlt mir. Also ohne Kunst konnte ich doch nicht weiterleben. Ich habe wieder angefangen zu malen und Unterrichte zu geben am so Wochenends. Unterricht für meine Kunden, die bei mir zum Beispiel Haus gekauft oder verkauft haben. Sie sind zu mir gekommen, um zu malen. Und die interessanteste Geschichte war für einen Fußballspieler, ich habe sein Haus fast alles da bemalt, also 40 Quadratmeter Wandmalerei gemacht. Wie direkt an der Wand? Direkt an der Wand. Okay, ja. Abstrakt oder mit Motiv? Mit Motiv, okay. Mit Motiv. Und dann, wir waren Freunde geworden und danach in 5 Jahren, als ich, Nismaschny, das war aus Dynamo Kiew.
Mannschaft. Und danach, nach 5 Jahren, als ich Immobilienmaklerin geworden war, ich habe genau dieses Haus verkauft mit meiner Malerei, mit meiner Unterschrift auf der Wand. Und ja, und jetzt meine Botschaft, wenn ich Workshops, Unterricht mache, ist, dass jeder Mensch, egal ob er Businessmensch ist oder kreativ, also man braucht immer kreative Seite in seinem Leben. Und Kreativität hilft auf jeden Fall, dein Business aufzubauen, weil du bist offener, du bist kreativer und in unseren Zeiten einfach so funktioniert nicht, wenn du nur an die Regeln hältst. Du musst immer ungewöhnliche Wege gehen, ja, um Erfolg zu erzielen und zu erreichen. Deswegen Kunst hilft jedem, das ist meine Überzeugung. Und ja, das vermittle ich an andere Menschen. Was vermittelst du denn an deinen Sohn? Auf jeden Fall auch, dass er soll... Wie alt ist er denn, wenn ich fragen darf? Er ist jetzt 21 Jahre alt. Er ist in der Ukraine momentan. Übrigens, er war in Deutschland, aber es hat ihm nicht gefallen. Okay. Er findet, egal ob der Krieg jetzt herrscht, er liebt sein Land und er lebt jetzt in Kiew. Er singt, aber er mag Rap-Richtung und Graffiti und so weiter und so fort. Und er ist total kreativ durchaus. Und natürlich, ich unterstütze ihn dabei. Ich sage ihm, dass wenn du die Ideen hast in diesem Bereich, ich werde immer an deiner Seite stehen und versuchen auch ihn weiterzubringen. Und wir haben die Idee, dass wir mal sollen zusammen ein Bild malen. Ich hoffe, das wird noch funktionieren und dann vielleicht das Bild irgendwo noch bei einer Ausstellung präsentieren. Dann kann er rappen. Ja, genau. Das ist doch oft so, oder? Bei Vernissage, dass dann noch musikalische Begleitung ist. Ja, das ist cool. Eigentlich auch wegen deiner Worte mit Begleitung. Ich habe in der Ukraine mal eine Ausstellung organisiert, wo die echte Schmetterlinge flogen und dabei war Live-Musik und noch die Gedichte wurden gelesen. Schön. Und da war meine Idee, dass alle Sinne, man soll nicht nur mit Augen das Werk betrachten, sondern mit allen Sinnen, ja, hören, sehen. Ja, Parfum. Auch gute Idee mit Parfum. Mich würde interessieren, was Liebe für dich bedeutet. Sehr schwierige Frage eigentlich für mich, weil Liebe ist nicht logisch. Ja? Liebe entweder ist da oder man kann sie nicht erzwingen. Aber vielleicht Ergebenheit für mich, das Wichtigste ist Ergebenheit, wenn man sich entschieden hat, dass er zum Beispiel die Person liebt oder jemanden liebt oder die Welt liebt, er gibt nicht auf. Also das ist für mich vielleicht, okay, Romantik natürlich, ist es was romantische Liebe angeht, Leidenschaft soll immer dabei sein. Bist du romantisch? Sehr. Also durch und durch romantisch. Schön, voll gut. Warst du schon immer romantisch? Oder wie warst du, als du jünger warst, in deinen 20ern oder als Teenie? Ich denke, ich war ein bisschen diese Hippie-Richtung. Ah, echt? Ja. Also, wie sah das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, mit Braids und viele Ohrringe und einfach so Jeans, die mit Löchern überall sind. Also ich war schon als Modedesignerin, ich war rebellisch. Als ich rausgegangen bin aus meiner Wohnung, also die ganze Stadt hat mich angeschaut. Echt? Ich war echt so sehr extravagant. Und ich wollte immer was, ich wollte zeigen, dass ich nicht wie alle anderen Menschen bin. Ich wollte was entweder Lustiges oder Schickes oder sexy auch, aber nicht wie alle anderen, nicht grau sein. Ja. Das finde ich super. Was war denn so irgendwie das Erlebnis, wo du sagst, weil du gemeint hast, du warst rebellisch? Zum Beispiel, als wir uns entschieden haben, Fotosession auf dem Dach zu drehen, ja, Fotoshooting zu machen für meine Fashion Designs. Ungesichert. Also
natürlich ungesichert, also einfach auf dem Dach, coole Fotos und ich kann mir daran erinnern, die Gefühle waren cool, also Freiheit und ein bisschen Frechheit dabei war. Also, ja. Sind es auch Eigenschaften oder Werte, die dich jetzt immer noch begleiten? Freiheit, Frechheit, Verrücktheit? Ist das du? Natürlich, Oder ja. hast du dich da geändert? Ich habe mich natürlich angepasst an die Gesellschaft, ja. Und was für mich in Deutschland schwierig war, dass ich habe natürlich viel weniger Freiheit gefühlt als in meiner Heimat, als in der Ukraine. Und alle diese Regeln, alle diese Vorschritte, die man, Sicherheit, zum Beispiel hier, das Erste, was ich gebrochen habe, das war Geschwindigkeit beim Autofahren. Und als Strafzettel gekommen ist und mein Mann hat mich gefragt, Ola, was ist das? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wer ist das. Ich bin langsam gefahren, ich habe einfach das nicht gemerkt. Und das ging um mehrere Sachen, dass ich manchmal gar nicht merke, dass ich irgendwelche Regeln brechen kann. Und ich soll richtig aufpassen. Zum Beispiel heute Morgen, ich war einkaufen, ich habe einfach vergessen, diesen Schild auf das Auto zu stellen, also Schein, dass ich geparkt bin, wieder Strafzettel bekommen. Ich habe gedacht, wie immer wieder noch einen Strafzettel. Oh, ärgerlich. Ja, also das ist für mich natürlich schwierig, aber manchmal bin ich wirklich deprimiert deswegen, weil ich fühle mich nicht so frei wie früher, aber das Ziel ist trotzdem, dieses Freiheitsgefühl nicht zu verlieren. Das ist ja auch in einem. Und Inspiration. Ja. Ja, weil dabei, wenn man sich frei fühlt, ich denke, dann fühlt man sich inspiriert. Und ohne Inspiration, du wirst nur zu einer Maschine, die zur Arbeit geht, nach Hause, irgendwelchen Papierkram erledigt und das wär's. Also deswegen für mich die Quelle der Inspiration, natürlich hier ist es die Natur. Gott sei Dank, wir haben hier so viel Natur. Und, was machst du da? Also hast du Hobbys oder? Hiking, Windsurfen, Echt? Wow. Hiking, also fast jetzt, ich will noch Pferde reiten, weil ich habe das in der Ukraine gemacht. Cool. Und auch was lustig ist, in der Ukraine, du brauchst gar nicht keine Erlaubnisse, keine Vorbereitung. Du kommst, zahlst Geld und nimmst Pferd und kannst du galoppieren schon. Ob du das kannst oder nicht, ist egal. Wenn du kommst, dann heißt du kannst vielleicht. Ja? Also so ein bisschen Vertrauensvorschuss. Und hier, als ich schon mehrere Reiterschule angerufen habe, alle fragen, ob ich schon das kann, satteln, dies und das. Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht. Und jetzt so viele Regeln, die ich halten soll. Und für mich ist es schwierig, aber ich denke, okay, ich werde das durchziehen. Ich werde noch bald reiten. Ja. So, das ist noch ein Traum, was ich hier verwirklichen will. Was war denn so einer deiner schönsten Momente in den letzten Monaten? In den letzten Monaten, ich denke, es war meine Reise zu Malediven. Oh, wow. Es war richtig ein Traum. Hast du da gemalt? Natürlich. Es war nicht eine einfache Reise, sondern eine Reise, wo ich meine Kurse geleitet habe. Skizzieren-Kurs auf den Malediven. Es war eine Gruppe und mit dieser Gruppe, wir haben auch Yoga gemacht, weil ich mache auch Sport. Also alles, was die Seele befriedigen lässt. Ja? Superschön. Malen, Yoga, Joggen und Skizzieren und so weiter und so fort. Also das war so berufliche Reise und Chillenreise auch für mich. So eine gute Mischung. Ja, genau. Ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wann warst du das letzte Mal so richtig stolz auf dich? Und was ziehst du daraus? Ich denke, das war genau fast ein bisschen mehr als seit einem Jahr, als wir uns mit Martin kennengelernt haben bei Artmug-Ausstellungen. Ich war stolz auf mich, weil ich mein Projekt hier in München präsentieren könnte. Und viele Zuschauer, die zu mir gekommen sind, sie haben gemeint, dass sie einfach, wenn sie meine Bilder anschauen, sie weinen. Und einige zu anderen Bildern, sie haben gesagt, sie können nicht einfach weitergehen, sie sollen das längere Zeit betrachten. Und für mich, das war der Erfolg, weil ich wollte, mein Ziel ist, die Herzen des Menschen zu berühren
und dieses schwierige Thema zu präsentieren und nicht zu erschrecken, sondern zum Nachdenken zu bringen. Und da viele Leute mit mir geredet haben über den Krieg und über meinen kreativen Weg und wollten irgendwie mich als Künstlerin unterstützen. Ein Bild habe ich da verkauft bei Artmuk. Es war auch Erfolg für mich. Genau, deswegen, das war, ich denke, der erfolgreichste Moment des letzten Jahres. Wo du stolz warst auf dich. Ja. Schön. Was würdest du uns denn als Tipps mitgeben? Also, wenn man sich schon entschieden hat für einen Weg, ja, zum Beispiel es kann Kunst sein oder andere Berufe, man soll einfach auf niemanden hören, nicht aufgeben und furchtlos sein. Weil wenn man sich was entschieden hat, man wird es sicher irgendwann erreichen. Das ist meine feste Überzeugung. Weil, wie gesagt, ich lese viel die Biografien von berühmten Künstlern und was ich schon festgestellt habe, es gab die Zeiten, wenn sie fast nichts zum Essen hatten, also hatten kein Geld, um Wohnung zu bezahlen, aber sie wurden zum Genie geworden, weil sie nicht aufgegeben haben. Und mein Lebensweg zeigt auch, würde ich aufgeben, würde ich vielleicht hier nicht jetzt sitzen. Ja, und egal wie schwierig oder leicht es ist, ich gehe weiter meinen Weg oder vielleicht schnell oder langsam. Ich gehe einfach weiter mit kleineren Schritten, aber weitergehen. Vielen Dank. Du bist eine sehr erfrischende Person. Danke. Hast eine sehr positive Art. Das finde ich super schön. Ich danke dir, dass du da warst bei uns. Hat mich bei gefreut. Königsklasse. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht ja irgendwo, wer weiß, wo es Kunst gibt. Oder beim Pferdereiten. Kann auch sein. Danke dir, Caro. Dann Ciao. schönen Tag. Mach's Ciao. gut. Tschüss.